the alleged bully, Hiro Mikoshiba, turns up dead. There is no mistaking the motive in his murder. As Yagami looks into the heart of the matter, a suicide 4 years prior, he is met with brutal backlash from the underworld. Why does Yagami face resistance at every turn? As night falls over Ichincho, the answer slips further into darkness. Yes, we have grief counselors on site. Hello. You've reached Yes. Stereo High School. Yes. That's right. It's tragic news. Mikoshiba-kun was one of our student teachers here, and the school is coping with it as best we can. Of course. Yes, our parents and guardians have every right to be upset about this. Yes. Oh, yes. Now to the murder victim found in Izazaki Ijinsho. Yes. Authorities announced that they have identified the body as Hiro Mikoshiba, a student teacher at Seiryo High School. Autopsy reports indicate the cause of death was blood loss from a sharp object. Mikoshiba was reported as a missing person 2 months So, ago in October, and what's the police plan began today, to fellas? early on. Honest, this hangover is kicking my ass. I'm gonna be kinda useless. Maybe don't drink until sunrise. That's no good. Without you, Kaito-san, who's gonna be the brains of this whole operation? You'll have to manage, man. I figure I'll head back to Seiryo High today. I should check in on Sawa-sensei, see how she's holding up. She's got a lot on her shoulders now, huh? Pretty teacher like her doesn't deserve it. Right from the outset, Sawa-sensei flat out denied that Mikoshiba ever bullied Toshiro Ehara. But then we learned she confronted him about his actions 4 years ago. Which means she was starting to suspect he was the bully. Then some chicken shades shows up, makes some threats, and suddenly teacher's lips are sealed shut, huh? Whoever she was, she has to be involved with the murder. How else could she have Mikoshiba's picture from right before he died? It's almost like the killer was trying to hide any trace of bullying. And if so, that's pretty bizarre. Why is that? I mean, if Mikoshiba really was the bully, why bother covering that up? Wouldn't it work in their favor if word of that spread? That way the murder would be, I don't know, more justified? Yeah, I do see the logic there. Okay. But what gets me is, why would Sawa-sensei change her answer like that? Have you considered she may have been pressured to hide the truth? Perhaps by an overcautious superior? I wouldn't put it past Chairman Okuda to pull something like that. I doubt he has that kind of sway over her, though. Sawa-sensei doesn't exactly mince words with him. Guess we'll have to ask her directly if we really want to know. Yeah, but didn't she make it pretty clear you need to keep your distance? What kind of a detective would I be if I gave up because of that? Point taken. Well, is there anything I can do to help? Oh, sure is. Help me kick this damn hangover. Say what? Might as well hang back, Sugiura. Only I can get in and out of the school without raising a red flag right now. Gut, das Gespräch hat mir jetzt selber ehrlich gesagt nicht wirklich weitergeholfen, aber okay. Dann wieder ab zur Schule. Obwohl ich gerade am Überlegen bin, aber wir haben ja jetzt nicht wirklich Nebenfälle, ne? Ich kann ja mal gucken, weil wir eh gerade so ein bisschen aus der Hauptstory gefühlt rausgerissen sind. Verlangte. Okay, das VR, ich will bloß das Dings, ihr wisst Bescheid. Wegmachen. Extrakt haben wir immer noch. Und weiter haben wir nicht. Oder man könnte sich ja in der Stadt umgucken. Nein, warte. Wir wollen die Karte nochmal so. Ob irgendwas aufgeploppt ist. Aber was ich halt nicht verstehe, das sind hier Hangout-Dinger. Ich weiß nicht, ob ich da mit irgendjemand einfach noch reden kann. Weil, wenn jetzt da so eine Geschichte ist von wegen Freundin finden, das muss jetzt nicht unbedingt sein, weil das ist immer eher so ein bisschen, hä? Oh, wir haben direkt bei der Schule noch in dem Fall.
Weil wir sind halt eh mehr oder weniger gerade so ein bisschen raus. Und da wir jetzt auch genug Kohle haben, ganz ehrlich. Ja. Jo, 500, kein Problem. Da komme ich halt direkt dahin. Warte mal. Ich würde vielleicht hier hin. Vielleicht können wir dann in dem Fall angehen, bevor wir dann doch in den Hauptfall reingehen. Weil war jetzt auch ein bisschen überrascht für mich, dass auf einmal so... Neues Kapitel. Deshalb wird die ja, letzte Folge auch relativ lang gewesen sein. Schätze ich jetzt mal. Kann natürlich auch sein, wenn ich jetzt dahin will. Na? Warte mal, hier war noch gerade ein paar... Jo, genau. Fast noch die Oma mitgenommen. Lol, Alter, das ging... Das ging böse schnell. Alter, wir haben so viel dusseligen Krempel, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Kann natürlich auch sein, dass das gar nicht funktioniert, und dass ich den in dem Fall gar nicht aufnehmen kann, so dass es gleich losgeht, weil wir müssen ja an der Schultür vorbei. Obwohl, wenn wir ein bisschen außen lang gehen, ja, das funktioniert schon. Eine Entführung, meinst du? Glaubst du, die implantieren den Leuten irgendwelche Chips oder so? Corona. Nein. Keine Ahnung, aber ich habe es selber gesehen. Ein echtes UFO hier in Ichio. Ich habe vor ein paar Jahren mal etwas von einer Alien-Entführung hier in der Stadt gehört. Der Vater von einem aus der dritten Jahr ist plötzlich verschwunden. Mann, voll gruselig. Auf Chatter reden auch alle von UFOs. Alle haben Angst, dass wieder Leute entführt werden. Entführung durch UFOs. Das ist doch für unsere Dings-App, oder? Okay, verschwinden wir, bevor man uns erwischt. Die haben bloß geredet. Das macht mich neugierig. Die haben auch Chatter erwähnt. Ich sehe dort gleich mal nach. Ja, das meine ich doch. Okay. Schlagwortsuche. Schlagwortsuche. Okay, jetzt geht's los. Also ist... Hier war ja... Oh Gott, warte mal. Ich meine, da komme ich ja eh dran vorbei. Oder haben wir noch mehr? Viel haben wir nicht, ne? Okay. Es passiert wohl nachts und hauptsächlich im Barviertel. Okay. Zeit und Ort habe ich. Dann muss ich wohl einfach mal die Augen nach einem UFO offen halten. Okay, es muss Nacht sein. Ja, gut, dann... Oder kann ich jetzt... Ist das weit? Kannst du hier nicht einfach... Ne, du kannst nicht drüber. Au. Das war doch jetzt nicht so weit von uns entfernt, weil dann würde ich nämlich mal spaßeshalber kicken. Oh. Spaßeshalber kicken, ob wir da vielleicht einfach kurz warten können. Halt. Man weiß ja immer nicht, was es ist. Und wenn wir jetzt wirklich noch irgendwelche Extrakte brauen wollen, na. Okay, das ist zumindest das, was ich... Aber ja, es ist halt nicht nachts. Ja. Was wir aber machen können... Ist das hier? Warte mal, hier ist doch irgendwo ein Klamottenladen? Hasselboutique. Der Umhang von Brian III. Umsäumt von Menschen, die ihm Ehre erweisen wollen. Warum ist denn der so teuer? Oh, ich bin schon wieder am Überlegen, ne? Ich weiß nicht, was das bringt. Vielleicht brauchen wir das auch irgendwann für eine Mission. Was haben wir denn noch alles? Geht halt rapide. Warte mal, das ist Boxershorts. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind. Habe ich jetzt von jedem einen? Besitz ein. Das kostet 50.000. Multi-Legends, Angriff plus 3, Verteidigung plus 3, Ex-Booster Dauer plus 5. Unterwäsche, mit der die Hilfe eines Kennseils entworfen wurde. Okay, ich sollte mir die
die Specs auch mal angucken. Was ist das hier? Feuerfester Schutz, verbessert Accessoire zählt zur offiziellen Ausrüstung Brandbekämpfung. Verringerte Dauer bei Brennen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das so klug war, meine ganze Kohle, die ich da links gemacht habe, hier wieder auszugeben. Aber. Das kann ich doch bestimmt. Warte mal, Gegenstände? Kann ich die nicht anlegen? Wertsachen? Die Wertsachen kann ich verkaufen. Warum ist denn die Freundin bei Wertsachen drin? Die ist die Freundin. Keine Verkleidung benötigt. Aber ich... Ausrüstung. Okay, Verteidigung plus 5. Wo war denn das? Angriff plus 3, Verteidigung plus X plus und 20 Verringerung der Dauer von Brennen. Nee, machen wir das mal. Aber war das bei der Verkleidung? War das beim Vampirkostüm? Ich weiß es nicht genau. Aber es ist... Ich weiß nicht, ob wir das auch hatten. Ich meine, ich habe jetzt nicht mehr Accessoires. Also kann ich die schon... Doch, lol, das war nicht bei der Unterwäsche gewesen. Okay, wir haben aber das. Verdammt. Glücksboxer-Shorts. Verteidigung plus 3. Angriff plus 5. Ich hatte doch hier... War das hier gewesen? Ja, ne? Ja, Hochdruck, Verteidigung plus 5, Angriff plus... Angriff bei niedriger Gesundheit erhöht sich um 5%. Overdrive. Das hatten wir im DLC-Ding gekriegt. Ich meine, das ist jetzt... Gut, das machen wir mal. Da ich das eh so kaum nutze. Gut, bringt mir jetzt aber nicht so viel. Aber... Lol. Okay, das ist schneller. Das ist definitiv schneller. Ey, ihr Flitzpiepen. Ich will euch mal meine neue Unterwäsche gleich präsentieren. Ihr haltet wohl nicht so viel von meiner Unterwäsche, oder? Die schätzen halt einfach meine Unterwäsche nicht. Und guck mal, jetzt krieg ich 240 ESP. Alter, verpiss dich mit deiner blöden Karre. Ja gut, hat halt nicht so funktioniert. Aber war ganz gut, dass wir in der Boutique waren und ordentlich eingekauft haben. Da muss ich da nicht mehr hin. Ich glaube, da muss man auch nicht alles kaufen, aber ich habe halt den Drang dazu, vielleicht auch ein bisschen alles zu kaufen. Gut, dann gehen wir mal rein und gehen wir doch dem Hauptfall nach, ne? Vielleicht gibt es auch irgendwelche Unterwäsche, wo man mehr Zeug findet oder besseres Zeug findet oder so. Mal gucken. Plus wieder 22.000. Anscheinend ist die Schule schon aus. Ich muss mal nach sowas sehen. Okay. So. Ja, nein. Vierte war Dach, ne? Also müsste sie eigentlich im zweiten sein. Lehrerzimmer eventuell. Denn ich gerade gesagt, anscheinend ist die Schule aus. Naja. Excuse me, Yagami-san? Huh? Koda-san, what's up? Did a teacher call you over? Actually, I wanted to talk to you. Okay. I saw it on the news earlier. Mikoshiba-sensei was killed. But you already knew that, didn't you? Yeah. I figured you knew something. Guess that's why you've been asking about him. You should have told us, man. I couldn't. I knew how hard you guys would have taken it. You know who did it? I mean, a lot for us to know. Seeing how he looked after us and all. We're still in the dark about that, mostly. Unless you guys have any leads.
All we have to go on is he was probably killed soon after he stopped going to class. So, he really was murdered. He said on TV it took them 2 months to find the body. Could that mean it happened on the day he went missing? A good theory, Matsun, but you're starting to sound like one of those mystery club geeks. Oh, what did Sawa-sensei tell you? She give you anything solid? Nah, we didn't really get into it yesterday. Way too many, other things came up. Damn. It's just... It's hard hearing all this, man. Will you at least keep us posted if you find out anything? No promises, I'm afraid. But hey, I'm glad you guys are warming up to me. I'm Matsui, by the way. That's more like it. Could you keep me in the loop too? I didn't like Mikoshiba-sensei much, but I never imagined this. Now I'm kinda conflicted about the whole thing. I get that. Anyway, I should get going. Hey, Sawa-sensei? Look, I know I can't keep you off campus. I don't have that kind of authority. But would you please stop bothering me? Can you at least tell me what happened yesterday? Enough! How many times must I repeat myself? Hat ja super funktioniert. Hat ja wirklich super funktioniert. Aber was machen wir jetzt? Ich meine, sie will nicht mit uns reden. Das wurde von Mikoshiba wohl dort aufgenommen wurde, wo die Leiche gefunden haben. Ja, theoretisch schon. Das muss ein Issue sein. Wenn ich in dem Fall dranbleiben will, muss ich ihn von jedem Blickwinkel aus untersuchen. Hey, Tsukumo, it's me. You think you could pin down where Mikoshiba's body was discovered? Of course. In fact, I can do that pretty quickly. Why? Did you want to go there now? That's the idea. Okay, but do note that it's been a few days since they found him. The police may have already scooped up the evidence. Yeah, but I want to check it out anyway. Then I can decide if it was a waste of time. In other words, you've got a detective's intuition? What a superpower to have. Okay, here we go. They found Mikoshiba's body in an abandoned building near Sakura River. It's near a small park. On the second floor of the building, specifically. The first floor is just a bunch of empty boutiques. You're the man, Tsukumo. Thanks. Na und wenn das mal nichts ist, ich meine, was werden wir da großartig noch finden? Ich meine, da hat es auch gebrannt und alles. Wir werden uns wahrscheinlich ein bisschen umgucken. Eventuell einen kleinen Hinweis finden. Muss ich hier raus? Ach, da muss ich raus. Eventuell einen kleinen Hinweis finden, was vielleicht übersehen wurde von der Polizei oder von der Feuerwehr oder so. Aber ansonsten, was willst du da großartig haben? Leiche ist ja nicht mehr da. Okay, zeig mal, ob das sehr weit ist. Nö, ist sogar gleich um die Ecke. Ähnlich da, wo wir beim UFO gucken wollten, ne? Nein, ich wollte da schon wieder gegen rennen. Das Problem ist immer, wenn ich jetzt hier losrenne, gucke ich halt immer auf die kleine Karte. Dass ich auch... Aua, aua, schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Yeah. Das ist der oh, warte mal, was ist das da? Aha, okay. Auge des Drachen, also ein einfacher Gegenstand. Ich werde davon ausgehen, dass das spezieller ist. Und ganz ehrlich, hier mit dem Hovercraft-Ding fühlt sich das halt wirklich so an, als ob das mal schneller geht, ne? Hier ist das Gebäude in der Nähe der Sakura. Da müssen sie wohl mal gefunden. Okay.
Okay, ich wollte gerade sagen, nachgucken. Man könnte ja auch bis zur Nacht vielleicht warten. Warte mal, ist doch ein offenes Fenster, oder nicht? Das Fenster ist offen, aber ich komme da nicht hoch. Von vorne komme ich da wohl nicht dran. Wie sieht's... was? Wie sieht's seitlich oder mit dem hinteren Bereich aus? Okay, kann ich hier vielleicht die... Okay. Ja, seitlich eher nicht so, ne? Da könnten wir durchschlüpfen, aber wie komme ich denn aus dem Modus wieder raus? Kann ich hier rüber? Nee. Das ist ja das Doofe, da könnte ich ja in den hinteren Bereich einfach gehen. Vielleicht mal doch die andere Seite irgendwie. Oder ich habe hier irgendwas übersehen. Warte mal, kann ja auch manchmal sein. Drücken und halten zum Nachdenken will ich ehrlich gesagt nicht machen. Ich komme halt aus diesem Modus gerade nicht mehr raus. Hä? Ja, natürlich. Suspicious. Ausnahmsweise. Ich würde gerne sehen, ob Mikoshimas Leiche gefunden wurde, aber es wird auffallen, wenn ich das Schloss aufbreche. Ich sollte mich hinter dem Gebäude umsehen. Vielleicht kann ich mich da... Ja, ich will ja hinten hin. Da fällt mir ein, der Park war doch irgendwo im Zaun kaputt. Vielleicht... Willst du mich gerade verarschen, Junge? Hey, ich wollte hier doch durch. Aber er geht halt nicht hier durch. Okay, ich komme hier auch nicht weiter hinter. Was willst du jetzt von mir, Mann? Ach, jetzt auf einmal oder was? Du Plinz, Alter. Ist doch wahr. Kaputte Umzäunung. Ich glaube, ich könnte ja sogar durchkommen. Ich muss zur Rückseite des Gebäudes durch. Ja, na dann hinter da. Ich habe es geschafft. Hoffentlich komme ich jetzt von hinten. Ja. Ich hätte ja gedacht, dass man aus dem Modus noch wieder raus kann. Okay, ich sehe da schon unsere erste Klettervorrichtung. Oder Klettermöglichkeit. Ich meine, da ja Yagami seit Neuestem noch Assassine ist, läuft das. Ah, was? Ein offenes Fenster, da komme ich sicher rein. Ich brauche etwas, von dem ich mich abstoßen kann, wenn ich da hoch will. Mal sehen, was ich so finde. Abstoßen? Wie abstoßen? Hä? Abstoßen? Was meinst du denn mit abstoßen? Hä? Hier hochgebaumelt, darüber geklettert, da das Gestänge. Da... Hä? Ich verstehe es gar nicht. Suche einen Eingang. Ja, der Eingang ist da. Das ist... Also hat er ja gerade selber gesagt. Aber was hat er denn mit abstoßen? Ich brauche etwas, wo ich mich abstoßen kann. Verschlossen. Wenn ich nur... Was? Wenn die nur offen wäre, wäre schon längst drin. Ja, toll. What the? Ja, sind alle verschlossen. Der hat doch gerade eben selber oben gesagt. Will der mich verarschen? Dachte ich so, okay, das ist ja easy peasy, dann brauche ich ja nicht mal selber gucken. Ja, ist zu. Vielleicht ist ja die Tür offen. Nee, keine Chance. Ja. Hä, was will er denn? Er hat mir doch selber da oben das gezeigt. Hä, ich verstehe es gerade nicht. Oder muss ich wieder drücken, um nachzudenken? Das will ich eigentlich bei sowas nicht. Ich will das schon selber finden, aber ich weiß halt... Hä? Ich weiß halt nicht, was der von mir jetzt will. Der Zugangspunkt sieht ziemlich hoch aus. Na klar, genau wie damals, als ich einen Kunden... okay, ja, aber... Damals habe ich die Klimaanlage benutzt. Vielleicht gibt es hier etwas Ähnliches, was mir weiterhilft. Aha. Das sind alles Klimaanlagen. Was will er denn? What the? Hey. Hier ist es gut. Von hier aus kann ich hochklettern. Ach komm, Yagami, Alter. Als ob du nicht da an das Rohr springen kannst, weißt du? Das kannst du mir nicht erzählen.
Ich will doch bloß da rein. Überwinde Stellen. Ja, hat man, glaube ich, schon, ne? Über die Wand laufen. Du kannst große Spalten überwinden, wenn du die Wand entlang läufst. Drücke X, um auf eine Spalte zu tun. Bei der Aufnahme. Oh. Okay, nee, das hat wir doch noch nicht. Stangensprung. Okay. Also X und O. A, B, A. Ach, da. Okay, ist noch eins weiter oben. Gut, das geht. Ich muss aber sagen, das geht. Das geht. Vierblättriges Kleeblatt. Selten verkauft das. Okay, cool. Hallo. Gehst du mal rüber hier, du blöd... Och, Trottel. Hä? Ihr geht jetzt nicht hier rüber? Was? Ah, okay. Oh Gott. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Na gut. Hoch. Ja, nein. Ja, hast du auf? Du sollst nach oben gehen. Geht doch. So. Okay. Mysteriöse Frucht. Na, wenn wir da nicht was Schönes punchen können. Nein, wir müssen wahrscheinlich weiter hoch. Warte. Beruhig dich, Yagami. Endlich. Ja, nur rein da. Hello? Anybody here? Coming through. Now, where exactly was the body? There's gotta be some clues that'll give me that. Ja. Ganz dezent. Ganz dezent. Frage ist bloß, kann ich hier einfach runterjumpen? Und, jo. Ich meine, der Fall war aber schon vorher da, ne? Huh? Are these burn marks? Yeah. Da, okay, dieser schwarze Fleck muss Blut sein. War hier also mit Mikoshimas Leiche? Ja, die saß da noch. Hatten wir nicht im Hintergrund irgendwas gefunden? Also hier ist auf jeden Fall das, wo das Foto aufgenommen wurde. Also ist das hier schon. Kann ich auch rum... Oh doch, ich kann auch rumlaufen. Fragt sich bloß, wonach ich suche. Hey. Ja? Was? Hey? Warte, hier war doch gerade was. Hier war doch gerade was mit Hey. Oder nicht? What the? So, draußen scheint die Sonne. Zum Glück muss ich nicht im Dunkeln in diesem großen... Ja, komm. Das würde es doch gerade erst ausmachen. Ich kann mir... Halt. Er hat schon irgendwas mit What the? Das hatten wir. Suspicious. Okay, dieses Gebäude ist eine einzige Bruchbude. Es wäre einfach jemand zu faul gewesen... Was? Als wäre einfach jemand zu faul gewesen, es abzureißen. Ja, aber irgendwie... Irgendeinen Hinweis muss es hier noch geben. Ah ja gut, ist wieder Schutt. Wieder Schutt. Ich glaube, ich bin halt auch nicht begrenzt, wo ich hier gucken kann. Ich frage mich aber... Ja, wir haben halt die Leiche, aber das war's eben. Oder der Ort, wo die Leiche, saß. Ansonsten... What the? Lauter Fußspuren. Die Polizei hat das Gebäude wohl mit ziemlich vielen Leuten durchsucht. Okay, es muss noch irgendwas hier sein. Ich kann mir halt wirklich gut vorstellen, dass wir irgendwas finden werden, was die Bullen übersehen haben. Das ist bloß wieder Schutt, ne? Bloß wieder Schutt. Fußspuren. What the? Ja. Hey. Okay, es sind immer noch Fußspuren. Suspicious. Ich habe halt die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund geachtet.
Also gut, suchen wir nach Hinweisen. Den Boden musste ich mir unbedingt ansehen, besonders die Spuren und den Fleck. Ja, hab ich doch schon. Ich meine, was willst du denn? Das verstehe ich nicht. Ich meine, den Boden ja, aber ich hab doch schon. Irgendwas fehlt noch. Hey. Suspicious. Aha. Was soll ich denn hier noch weiterfinden? Ja, den Blutfleck hatten wir. Schwarzer Fleck muss die Leiche sein, ja. Die Fußspuren haben wir. Wir haben uns extra den Boden angesehen. Ich... Aber nicht, was der will. Suchen wir nach Hinweisen. Den Boden müssen wir unbedingt ansehen. Besonders die Spuren und den Fleck. Das habe ich ja gemacht. Hey. Wandhängen auf dem Boden. Und es sieht so aus, als ob wir da oben... Habe ich das nicht schon angeklickt? Sorry, ich dachte, ich hätte das schon angeklickt. Deine Fallakte, das ist toll. Hey, I heard something. Who's there? State your name and purpose. Well... Get some backup over here. Hey, now, wait a second. Can we maybe talk this out? Put your hands up and turn around. Who are you and what were you up to? Takayuki Yagami. The Yagami Detective Agency. Yeah, in Kamurocho. Weren't you the guy at Serio yesterday? I could have sworn I saw your face there. Huh? Maybe. The name's Watanabe. Kanagawa PD Division 1. Charmed, I'm sure. This fella here is Sakurai. Sup? So, you think barging into a crime scene was a real bright idea? What? I thought you guys were done here. I figured I could take a look around. What? You wouldn't happen to be working with Genda Law, would you? Huh? You hear on Shirosaki-sensei's business? Saori Shirosaki, right? The grouchy one. Okay, how'd you know? Well, it started when Mikoshiba's body turned up. Once our investigation kicked off, we found out about that pervert cop in Tokio. Seems he knew where the body would be. But when we went to go see him, HQ pumped the brakes. They said no interviews on this one. Much to our amusement, we ended up being directed to Shirosaki, the perv's lawyer. So being that Genda Law office is in Kamurocho, and you're a Kamurocho detective working your case, that means either the two of you are connected, or I'm really losing my touch. Well, you've certainly got my number. Now that you know, how about taking these cuffs off? Smooth, but the jury's still out on you, pal. First, you got any thoughts on all that? On anything specific? The part about HQ locking us out of interviewing Ehara, smart guy. Here we are with a material witness who it turns out knew about a corpse rotting away for 2 months. And those Tokyo chuckleheads just shut us out. Balls even for those tight asses. Ehara was Tokyo PD, so wouldn't they want to protect him?
They probably want it handled discreetly. Nah, if only it were that simple. This isn't about protection. They get burnt real bad if they tried to bury this shit under the rug. Besides, not only is this cop a nasty creep, he's got ties to a fucking murder. Another prefecture blows the lid on that, the top brass may as well kiss their jobs goodbye. Heads would roll. They've got to wash the shit stains off their laundry to keep their asses clean. Yeah, I could see how that makes sense. Anyway, so HQ told us their boys would look into Ehara. What we had to do was hand them our notes on the murder. Can you believe that crap? Like hell we're gonna bend over for them. But look where that's got us. Now nobody's interrogated Ehara. Are Kanagawa and Tokyo PD really fighting over who gets the credit? Don't tell me they're that petty. Like you wouldn't believe. While the higher-ups play intel hoarding games, Ehara is just sitting pretty. Shit. The cop's supposed to be chasing down the perps. Instead, here I am with my hands tied, bitching to a PI. So I'm your therapist now. I was gonna take you down to the station and put the squeeze on you. But if you're a half-decent detective, maybe we could collaborate. Oh yeah? I mean, you came all the way from Kamurocho to sniff around here, right? I highly doubt you found much. But tell me something I don't know and maybe the cuffs will fall off. You proposing a deal? Depends on if what you've got is worth making one. Okay. How about this? What the hell? Hiro Mikoshiba. Was this taken here? Right before he died? Where did you get this? What kind of shit you trying to pull? I could tell you better with the cuffs off. You're craftier than I thought. Fine. Let him loose. Alright, let me get this straight. Right before you met up with this Seiryo High teacher, a strange woman showed up with this photo? Yeah. I couldn't get a good look at her. But it seems whatever threat she made worked. Sawa-sensei wouldn't say a thing after that. Sawa's the one who supervised Mikoshiba for his student teaching program. I know that. So, this woman you're talking about must have had it in with the culprits. You know, they were working in a group. That's quite a revelation. What makes you so sure about that? Sakurai, show him the photo of the body. And spare me the protocol lecture. I'm sick of this going nowhere. If Hotshot here's gonna look into Ehara for us, we may as well take advantage of it. You're the boss, Nabe-san. Mikoshiba was last seen alive 2 months ago, October 7th, 6:30 a.m. He was talking to his mother as he exited their house back in the city. Since there were no other sightings of him, it's likely he was abducted a short ways from his home. This had to be done by vehicle, as common sense would tell us. So there must have been at least 2 suspects, a driver and a handler. If it were me, I'd have put 3 on the job. So that's why you figured it was a group effort. Sounds logical to me. Mm-hmm. Now, according to the autopsy report, they found food in the poor guy's stomach. Based on how digested it was, we can assume he was killed at least an hour after breakfast, putting it around 7:30. And not long after, he was brought here. His throat was slit with a knife. Get all that, Hotshot? And what was our friend Ehara doing at that time? The old perv was walking through Ikebukuro's ticket gates around 7:43 a.m. This was stated in court and corroborated by multiple security tapes. But if that's true, he couldn't possibly have killed Mikoshiba. It's 30 kilometers between here and Ikebukuro. Yeah, that's the meat of his alibi.
Yet somehow he knew Mikoshiba's body would be discovered 2 months after his arrest, despite being in custody the whole time. So there's no doubt he's connected to the killers. If we could just put the screws to him, he'd squeal. Damn it, HQ! Why the hell are we out here working the site if it's already been picked clean? All right, Nabe-san. Deep breaths. Yeah. But do you see why we've got to get someone in to talk to Ehara? Hell, beg Shirosaki-sensei for a visit if you have to. HQ can't say squat about his attorney visiting. What you said raises some questions of my own, about the crime scene and the body. Oh yeah? Ask away then. Doesn't this place have a manager? I'm sure it wasn't always like this. There is a property owner. He's been around Ijincho forever, but the building's been deserted for 2 years. Apparently there was a padlock to keep the homeless out, but it was long gone by the time they found the body. Broken by the killers, most likely. What was the victim's cause of death? The news called it a massive hemorrhage. Yep. They slit his throat and let him bleed to death. After tying him to a chair, the killer stood behind him. Lifting his chin with his left hand, his right hand slid the knife. Sounds like you guys have that bit on lockdown, huh? It's one of the few things we're sure of. I noticed the burn marks on the floor in the shape of an arrow. What's with that? Somebody lit flares here, the ones that shoot red smoke. It was only a matter of time before the fire department got called, and they're the ones who stumbled on the body. Pretty obvious the culprit set up a smoke signal to make sure the body got found. They probably had the timing all worked out with Ehara so he could predict the body's discovery from maximum impact. And that's exactly what he did, just as the judge handed down the sentence. What would be the point of that, though? For all I know, he just wanted to blow everyone's minds. What shape was the body in when it was found? Full of maggots and decomposing bad. His hands were zip-tied behind the chair, securing him in place. The cause of death was the throat wound, but before that, they really worked him over. Damn. They even broke all his fingers. On both hands. That sounds... fucked up, right? I'm guessing a professional did this. Could be Yakuza, could be Mafia, take your pick. We've got some guys checking that angle out too, just to make sure there's no stone left unturned. Has the murder weapon been found? No. There were no weapons at the scene. Real shame. That'd be some decisive evidence. So when you said it was a knife, was that a guess based on analyzing the wound? I wouldn't call it a guess. The coroner outright stated that the weapon was a sharp knife-like instrument. How narrow is the window for Mikoshiba's estimated time of death? Based on how digested his breakfast was, he was killed somewhere between 7:30 and noon on the morning of October 7th. Pretty impressed you can narrow it down like that with a 2-month-old corpse. Yeah, well, the window gets much bigger if we consider the possibility that the killers forced Mikoshiba to eat. At any point after the kidnapping, they could have made him eat a typical Mikoshiba family breakfast. It's possible. All they had to do was make him say what he usually eats. Good, we're on the same page. Now, if we take into account the decomposition of the body, Mikoshiba's estimated time of death actually ranges from 7:30 a.m. on October 7th all the way to the end of that month. So 3 weeks? That's a massive gap. Can't we narrow it down further? The body's just too decomposed to do that. But expand the time frame all you want. Ehara was in custody through the whole thing, so he couldn't have done the deed. Right. He spent 2 months behind bars. Hate to think a different crime got him such a strong alibi. In any case, someone else killed Mikoshiba.
If we could just get in the same room as him, we'd know who that is. I think I'm starting to get the picture here. That should be it for questions. Tell me, you detectives out in Kamurocho always this hands-on? Sorry, what? I'm saying you guys work quick. We had barely set foot in Seiryo High, and you already had the run of the place. Hell, you even closed in on that Sawa-sensei and got a meeting with her. I was just lucky to have been there on another case. Is that right? What? What's wrong? Somebody's spying on us with binoculars. No shit? 3 men, 30s probably. The one with binoculars is wearing a black jacket. My number's on my card! Yagami!